Endlich ist es soweit. Nach 2 Verschiebungen, Monaten der Kontroversen und vielen offenen Fragen konnten wir Assassin's Creed Shadows anspielen. Auf einem Presseevent bei den Entwicklern in Kanada konnten wir das kommende Japan-AC 6 Stunden lang ausprobieren und herausfinden, was der Ausflug in die goldene Samurai-Ära inhaltlich drauf hat. Nach Einblicken in den Prolog, das neue Assassinenversteck und eine Story-Mission in der Provinz Harima sind wir vorsichtig optimistisch, dass das Action-Rollenspiel was wird. Komplett frei in der Spielwelt bewegen konnten wir uns bei dem Event aber noch nicht. Calm down. I just want to ask you some questions. Let's go outside and talk about it. Wir schreiben das Jahr 1581. Oda Nobunagas Armeen marschieren durch Japan und vernichten alle, die sich ihnen entgegenstellen. Auch die Bevölkerung von Iga, einer kleinen Bergprovinz, will sich nicht dem neuen selbsternannten Herrscher beugen und bekommt es mit Nobunagas Soldaten zu tun. Die Schlacht um Iga stellt den Ausgangspunkt der Story von Assassin's Creed Shadows dar. Denn Naoe und Yasuke, die Helden des neuen Serienteils, begegnen sich zunächst als Kämpfer auf unterschiedlichen Seiten des Schlachtfelds. Yasuke als treuer Vollstrecker Nobunagas, Naoe als Tochter von Iga, deren Freunde und Familie beim Angriff des Feldherrn ums Leben kommen. 2 Jahre später ist Nobunaga tot, verraten von einem machtgierigen Gefolgsmann. Das steht so auch im realen Geschichtsbuch. Doch in Shadows hängt das Schicksal Japans nun erneut in der Schwebe. Denn unter dem Namen Shin Bakufu, das wahre Shogunat, macht sich eine neue Bedrohung im Land breit. Naoe und Yasuke müssen sich verbünden, um den finsteren Machenschaften der maskierten Samurai einen Riegel vorzuschieben. In der Story-Mission, die wir in Quebec anspielen konnten, haben die Schurken während eines Gedichtwettstreits den Sohn eines einflussreichen Daimyo entführt. Wir treten zur Rettung des Jungen an. Also tun wir als erstes das, was wohl jeder erfahrene Assassin's Creed-Spieler tun würde, und klettern auf einen Turm. Von der nächsten Tempelpagode haben wir eine herrliche Aussicht auf die Stadt Himeji und ihre gewaltige Burg. Die ist auch im echten Leben eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Japans. Von hier oben fallen uns 3 Dinge auf. Erstens, Shadows sieht richtig schick aus. Kirschblüten wehen im Frühlingswind, die neuen dynamischen Wolken ziehen am Himmel dahin und auch die Weitsicht kann sich durchaus sehen lassen. Zweitens wurde das Synchronisieren verändert. Der Kameraschwenk enthüllt jetzt nicht mehr auf einen Schlag 35 Fragezeichen auf der Karte. Interessante Orte müssen wir jetzt selbst durch Ausspähen entdecken. Aber keine Angst, danach ist die Karte auch wieder mit reichlich Aktivitäten zum Abklappern gefüllt. Drittens, Yasuke kann ziemlich schlecht klettern. Während Naoe mit ihrem Wurfhaken im Handumdrehen jedes Tempeldach erklimmt, muss der behäbige Samurai erst nach einem Vorsprung suchen, an dem er sich raufziehen kann. Anders als in AC Syndicate haben die beiden Spielfiguren hier erstmals echte Auswirkungen auf die Spielweise. Die unterschiedlichen Fähigkeiten von Naoe und Yasuke machen sich auch in den Kämpfen bemerkbar. Wer einfach mit dem Kopf durch die Wand will, der kommt mit Naoe recht schnell nicht weiter. Wollen wir also eine mit Soldaten verseuchte Glücksspielhöhle hochnehmen, lohnt es sich, die Gegend vorab von einem Aussichtspunkt auszuspähen und nach Wegen zu suchen, die Wachen leise auszuschalten. Sonst sehen wir recht schnell den Todesbildschirm. Der Schwierigkeitsgrad fühlt sich dabei aber nie unfair, sondern fein tariert an. Das Spiel bestraft uns einfach, wenn wir irgendwo unüberlegt reinrennen. Als wir mit Naoe beispielsweise in einen Hinterhalt der Entführer geraten, kommen wir gegen die vielen anstürmenden Gegner ganz schön ins Schwitzen. Hier helfen dann nur noch List und Heimtücke. Für Samurai Yasuke dagegen ist Schleichen ein Fremdwort. Er marschiert lieber mit gezogenem Katana durch die Vordertür. Welche Figur wir spielen wollen, bleibt letztendlich uns überlassen. Außerhalb von Kämpfen und bestimmten Backstory-Quests können wir nämlich jederzeit zwischen Naoe und Yasuke wechseln. Auch in laufenden Missionen bietet uns das Spiel mehrmals Gelegenheit zum Wechsel. Gezwungen werden wir dazu aber nicht. Die Schwertkämpfe von Shadows sind wuchtig inszeniert und gehen gut von der Hand. Mit leichten und schweren Attacken setzen wir den Gegnern zu und parieren im richtigen Moment. Mit Haltungsangriffen können wir zudem die gegnerische Verteidigung durchbrechen. Vieles erinnert hier an den großen Samurai-Bruder Ghost of Tsushima. Shadows setzt aber weniger auf taktische Tiefe. Unterschiedliche Schwerthaltungen gibt es zum Beispiel nicht. Stattdessen fühlt sich das Japan-AC, wie schon seine Vorgänger, deutlich schneller und arcadiger an. Ein kleiner Tipp: Vor größeren Gefechten empfiehlt es sich, Alarmglocken auszuschalten. Werden die nämlich geläutet, dann sind uns die Wachen der gesamten Provinz auf den Fersen. Um das Fahndungslevel wieder loszuwerden, müssen wir entweder einen unserer Kundschafter ausgeben oder für den Rest der Jahreszeit nur noch mit dem jeweils anderen Hauptcharakter spielen. In beiden Fällen nicht so vorteilhaft. Auffällig ist in Kämpfen vor allem die explizite Gewaltdarstellung, denn Shadows geizt bei seinen Kämpfen nicht mit blutigen Details.
Samurai Yasuke enthauptet Samurai-typisch reihenweise Gegner und kann auch andere Körperteile abtrennen. Für Streamer und Leute mit schwachem Magen hat Ubisoft aber die Möglichkeit eingebaut, die Brutalität in den Einstellungen runterzuschrauben. Eine Jugendfreigabe erhält Shadows jedoch nicht. Das Japan-AC bekommt von der USK die rote 18. Wer es dagegen lieber heimlich mag, bekommt mit Naoe eine der wendigsten Assassininnen seit langem spendiert. Dank Kletterhaken und schicken neuen Parkour-Moves kommt die Shinobi-Dame auf jeden noch so hohen Burgturm. Nur beim Erklimmen von Bäumen ist Naoe noch weniger behende als Kollege Connor in Assassin's Creed 3. Wichtige Neuerung: Wir können jetzt nicht mehr überall klettern, wie noch im Vorgänger Valhalla. Das war aber auch wirklich zu einfach. Sinnvoll ist auch die in Shadows erfolgte Trennung von Sprinten und Parkour. Das versehentliche Klettern auf der Flucht ist damit endlich Geschichte. Dank versteckter Klinge und Wurfmessern lassen sich schwächere Gegner problemlos leise erledigen. Bei Kriegern mit mehr Rüstung kommen wir um einen Kampf dann aber nicht herum. Umschleichen ist jedoch auch fast immer eine Option. Im Gegensatz zu den Vorgängern wirkt die Gegner-KI in Assassin's Creed Shadows deutlich wacher und bemerkt unser Geschleiche schneller, wenn wir mal unvorsichtig aus der Deckung schauen. Dafür können wir jetzt aber Lichter löschen, um unsere Sichtbarkeit zu reduzieren. Auf dem Level eines Hitman ist Shadows damit aber nicht. Blutlachen werden von Gegnern weiter gekonnt ignoriert. Etwas Hilfe bieten uns bei Schleichpassagen und Kämpfen unsere Verbündeten, die wir im Laufe der Story gewinnen. Ähnlich wie schon in Brotherhood können wir diese Assassinen herbeirufen, um für Ablenkung zu sorgen und einzelne Gegner aus dem Weg zu räumen. Doch kommen wir noch einmal zu unserem verschwundenen Samurai-Knaben zurück. Denn die Hinweise zu dessen Aufenthaltsort liegen in Assassin's Creed Shadows nicht einfach auf der Straße. Statt uns sofort zum nächsten Questziel zu schicken, liefert uns das Objective Board im Spiel lediglich grobe Hinweise. Um konkrete Angaben zu bekommen, müssen wir die eben angesprochenen Kundschafter einsetzen und in die entsprechenden Gebiete schicken. So finden wir unter anderem heraus, dass der wachhabende Hauptmann zum Zeitpunkt der Entführung bestochen wurde und sich seine Zeit statt bei der Arbeit lieber beim Glücksspiel vertreibt. Über ihn kommen wir schließlich auch dem Aufenthaltsort des Jungen und damit seinen Entführern auf die Spur. Aus Spoilergründen wollen wir zum Finale der Quest hier nicht viel verraten. Ein filmreifes Duell im Burgturm von Himeji hatten wir allerdings nicht erwartet. Bisher könnte man meinen, das hört sich doch alles recht gut an. In einigen Punkten hat Ubisoft aber noch die Gelegenheit, die japanische Suppe gehörig zu versalzen. Denn zur Story und dem Questdesign können wir bisher nur wenig aussagen. Bei unserer Anspielsession war Ubisoft nämlich peinlich genau darauf bedacht, Details der Handlung geheim zu halten. Den Prolog durften wir aus diesem Grund nicht aufzeichnen. Die Story-Mission rund um den verschwundenen Adelsspross war bewusst gewählt, da sie nur wenig über die Gesamthandlung preisgibt. Fest steht zumindest, dass wir uns mit einer neuen Fraktion von Schurken, dem sogenannten wahren Bakufu, anlegen, mit denen sowohl Naoe als auch Yasuke noch alte Rechnungen zu klären haben. Wer die finsteren Maskenmänner jedoch sind und was sie planen, das wollten uns die zuständigen Entwickler noch nicht verraten. Dass sie in irgendeiner Weise mit dem Templerorden in Verbindung stehen, liegt aber quasi auf der Hand. Zumindest der Prolog hat uns storytechnisch schon recht gut gefallen. Denn wir erleben Japan in Shadows aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Yasuke erfährt an Oda Nobunagas Hof das Leben der Oberschicht. Als Samurai lebt er in Burgen und Palästen. Als Ausländer ist er in Japan aber zugleich immer ein Außenseiter. Naoe dagegen stammt aus einem kleinen Bauerndorf. Die Leute in Iga haben, vom gelegentlichen Ninja-Nebenjob einmal abgesehen, mit den großen Herren dieser Welt wenig zu tun. Wenn die Hauptstory das qualitative Niveau der ersten paar Stunden halten kann, dann steht dem spaßigen Japan-Ausflug wenig im Wege. Und auch technisch können wir im eingeschränkten Rahmen Entwarnung geben. Der gezeigte Bild lief einwandfrei. Bis auf 2 kleinere Abstürze beim Laden machte die Demo-Version keinerlei Probleme und kam überall auf mehr als 60 FPS. Die stimmungsvollen Wetterwechsel der neuen Engine kommen ebenfalls gut zur Geltung und sorgen für einen technisch sauberen Gesamteindruck. Über den Zustand des fertigen Spiels sagt das aber freilich noch nichts aus. Die Beschränkung der Anspieldemo auf die Provinz Harima bedeutet zudem auch, dass wir die Open World, eines der wichtigsten Kernmerkmale eines Assassin's Creeds, nicht frei bereisen konnten. Was uns hinter den Grenzen von Harima erwartet, weiß aktuell also nur Ubisoft selbst. Und das macht Sorgen. Denn bei keinem anderen Anspielevent zu vergangenen Assassin's Creed-Titeln war Ubisoft so restriktiv, was die Inhalte angeht. Auch hinter die Nebenquests und die Open-World-Aktivitäten müssen wir noch ein großes Fragezeichen setzen. Im Demobild hatten wir bis auf ein paar Beschäftigungen wie Schwertkampftraining und berittenes Bogenschießen nämlich nicht viel zu tun. Gut, das mag auch am begrenzten Umfang des Bilds liegen. Doch wer sich an vergangene Assassin's Creeds erinnert, weiß, dass die schwachen Nebenaufgaben dort einer der größten Kritikpunkte waren. Laut der Entwickler sollen sich die Nebenquests mit den Geschichten der Bürger Japans,
legendären mythologischen Kreaturen oder den unzähligen Fraktionen des laufenden Bürgerkriegs befassen. Aber zumindest ein paar Dinge haben wir gespielt. Wer beispielsweise seine Schwertkampffähigkeiten verbessern will, der kann mit Yasuke auf die Suche nach neuen Kata, also Schwerthaltungen, gehen. Ähnlich wie bei den Bambusständen in Ghost of Tsushima gilt es hier, ein Quicktime-Event mit präzisen Tastendrücken zu bestehen. Dem gleichen Muster folgen auch die Meditationen für Shinobi Naoe. Auch im Bogenschießen können wir uns bei Yabusame-Turnieren üben. Die Steuerung fällt beim Bogenschießen per Maus deutlich einfacher aus als mit dem Controller. Tempel und Shinto-Schreine können wir ebenfalls besuchen, um durch das Abschließen dortiger Herausforderungen Erfahrungspunkte zu sammeln. Wollen wir dagegen noch mehr meucheln, können wir eine der 33 im Spiel verteilten japanischen Burgen ausnehmen. In jeder Festung sind mehrere mächtige Samurai-Krieger, die sogenannten Daisho, versteckt, die besonders knackig zu bekämpfen sind. Besiegen wir die legendären Krieger, können wir jedoch spezielle Loot-Truhen mit mächtigen Waffen und Rüstungen freischalten. Und auch nach dem Release von Shadows soll das Spiel noch um neue Inhalte erweitert werden. Ein erster Story-DLC namens Claws of Awaji wurde etwa kürzlich als Vorbestellerbonus geleakt. Die 5. Gameplay-Säule neben Schleichen, Combat, Hauptstory und der Open World ist in Shadows das Versteck. Der neue Assassinen-Unterschlupf, in den Naoe und Yasuke zwischen ihren Missionen immer wieder zurückkehren. Im Spielverlauf erweitern wir die Basis sukzessive um neue Gebäude, die uns bestimmte Statuseffekte und Boni gewähren. Auch unsere Verbündeten können wir hier treffen und uns mit ihnen unterhalten. Noch viel wichtiger ist aber, dass wir den Unterschlupf nahezu frei gestalten können. Auf einem Gittermuster lassen sich die Gebäude verschieben, mit Anbauten ausstatten und durch überdachte Stege verbinden. Passende Dekosets können wir bei Händlern in der Spielwelt einkaufen. Stoßen wir auf Tiere, können wir diese mit dem Tuschepinsel malen, um sie anschließend im Unterschlupf platzieren zu können. Und bevor jetzt jemand fragt, selbstverständlich können wir Katzen streicheln. Du bist so weich. Der Basenbau ist in Shadows nicht bloß rudimentäres Beiwerk, sondern überraschend umfangreich. Ob mit Shinto-Schrein, Teich oder alten Steinlaternen, wie wir unsere Basis aufbauen, ist unserer Fantasie überlassen. Wir merken allerdings schnell, dass man sich im Basenbau locker mehrere Stunden versenken kann. Das, was wir bisher von Assassin's Creed Shadows gesehen haben, gefällt uns gut. Zwar haben wir es aller Voraussicht nach nicht mit einem revolutionären Spiel zu tun, aber eben auch nicht mit der Vollkatastrophe, die im Netz bereits vielfach beschworen wurde. Im Gegenteil, das bisher gezeigte Gameplay erweckt den Eindruck eines soliden Assassin's Creeds, das konsequent und mit kleinen Schritten das Fundament der Vorgänger verbessert. Die Kämpfe und Schleichpartien sind spannend, die beiden Protagonisten spielen sich wunderbar unterschiedlich und eröffnen ganz eigene Gameplay-Wege. Überflüssig fühlt sich keiner von beiden an. Für ein uneingeschränktes Gütesiegel für Shadows ist es aber noch zu früh. Denn verdächtig viel vom Spiel haben wir bislang nicht gesehen. Dass Ubisoft bei Handlung, Nebenquests und der wichtigen Open World so kurz vor dem Launch nicht mit der Sprache rausrücken will, lässt bei uns einige Alarmglocken klingeln. In vergangenen Assassin's Creeds waren diese Aspekte nämlich immer wieder zuverlässig große Schwachstellen. Ob das historische Japan in Shadows also tatsächlich so lebendig wird, wie Ubisoft verspricht, muss das Team nun am 20. März beweisen. Der Erwartungsdruck ist nicht nur von Seiten der Spieler gigantisch.